Lieben, guten Morgen aus unserem toskanischen Ferienhaus, in dem wir glücklicherweise immer noch sind. Ja, gerade bin ich aufgewacht, die Sonne ist gerade aufgegangen und ich hatte eigentlich vor, euch heute was übers Pasta machen zu erzählen und einiges anderes, aber beim Aufwachen sind mir dann so ganz andere Gedanken gekommen und das erzähle ich euch jetzt heute. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Und ja, ich lag im Bett und habe die Augen aufgemacht vor einer halben Stunde und schaue hinaus durch die offene Balkontür und ich sehe den Feigenbaum draußen und hinten die grünen Hügel und die frische Morgenluft kommt rein und der Duft und die Vögel zwitschern, die Hühner, der Hahn kräht. Und dann habe ich mich ein bisschen bewegt und gestreckt und mir tut nichts weh, es ist alles gut und ich war so glücklich und dankbar, dass ich hier liege und dass das so schön ist. Und ja, da kamen mir so einige Gedanken in den Kopf, darüber möchte ich heute ein bisschen erzählen. Ja, ich gehe eigentlich jeden Morgen, wo ich hier bin, auf dem Balkon erstmal raus bei Sonnenaufgang und freue mich einfach an den Geräuschen, an den Gerüchen und am Licht, das kommt, an der Sonne. Danach gehe ich meistens ein bisschen durch den Garten, durch die Wiese, die eigentlich sehr dürr ist, aber es gibt jeden Morgen, und wenn es nur ganz kleine sind, Blumen, sogar bunte zu entdecken. Und da hinten steht der Aprikosenbaum und die Aprikosen haben jeden Tag eine leuchtendere Farbe. Ja, es ist so vieles so einfach und so schön hier und das macht mich so glücklich. Und ich freue mich auf den Tag. Und ja, mit dem Abstand hier, mit dem einfachen Leben hier, wenn ich jetzt zurückschaue auf die letzte Zeit, da kommt es mir irgendwie so vor, als sei die ganze große Welt ein riesiges Karussell, das sich immer schneller dreht und ich sitze da drin und in meiner kleinen Welt ist es genauso, es ist auch ein Karussell und alles dreht sich und so viel kommt auf mich zu, was eigentlich gar nicht so meins ist. Und ja, ich schaue keine Nachrichten, ich lese keine Zeitung und trotzdem kriegt man ja alles mit und muss ja auch alles wissen, so, aber irgendwo habe ich das Gefühl, das hat mich alles ganz verrückt gemacht. Und das ist hier so anders. Ich weiß, das hört sich jetzt so an, das ist eine Urlaubsblase, das ist eine kleine heile Welt hier, die muss man wieder verlassen, ich weiß das. Aber trotzdem hat es mich sehr berührt hier und sehr zum Nachdenken angeregt oder besser gesagt, ich fühle sehr viel hier. Es ist, ja, es ist anders, es ist einfach und es ist so ruhig und so wenig und man braucht auch so wenig. Ich merke, dass ich ganz, ganz wenig brauche hier oder wir merken das, um glücklich zu sein. Ich freue mich über die Natur, über die Tiere hier, wirklich nur übers Licht, über das Wenige, über die schöne Mauer, wenn ich ein bisschen Mehl in die Hand nehme und Wasser und dann haben wir was zu essen und ja. Und dass Pim und ich hier sind und manchmal machen wir was zusammen und manchmal hockt einer da unten und der andere da drinnen und es ist so wunderschön. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich hier bin. Und ja, wir beide ahnten auch schon immer, dass wir so dieses einfachere Leben gerne hätten und nicht so am Rande der Großstadt und jeden Tag rein in die große Stadt, sondern lieber in der Natur leben würden. Und ich glaube, wir nehmen da jetzt sehr, sehr viel mit und behalten das in uns, das, was wirklich wichtig ist und was uns glücklich macht. Ich frage mich auch sehr viel, vielleicht fragst du dich das auch manchmal, was brauche ich eigentlich?
ich weiß, dass ich die Natur brauche und ich hatte sie selten so nah dran wie hier und so einfach und so direkt. So. Selbst die Wildschweine, inzwischen sitze ich draußen vor der Tür auf dem Stuhl und sie kommen ganz nah ran und wo man am Anfang denkt, oh Gott, es ist, ich weiß es nicht, ich kann es euch kaum sagen, wie schön es ist und wie dankbar ich bin. Und das Harfespielen, ich habe lange, lange nicht mehr so gespielt wie hier. Ich bin einfach zur Ruhe gekommen, ich habe Muße und Zeit und ich setze mich einfach hin und lege, wie ich es euch auch manchmal erzähle, aber es ist nie so gut gewesen oder so toll und so schön wie hier. Ich lege die Hände hin und dann kommen da die Zauberklänge raus und es ist nur schön. Ja, wer weiß, was das Leben noch macht mit uns und wo es uns hinführt. Und wir tragen auf alle Fälle jetzt was mit nach Hause von hier. Und ich glaube, wir wissen, was wir wollen. Schauen wir mal, ihr werdet es mitbekommen. Ja, wir haben noch ein paar Tage Zeit zum Genießen, zum Dasein einfach. Und ja, ich wollte euch eigentlich nur sagen, wie wenig ich gemerkt habe, dass ich brauche, um einfach glücklich und dankbar zu sein. Ich sage danke fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.